Als ich klein war, habe ich mit meinem kleinen Bruder an der Konsole gespielt. Da kannst du alle Teams auswählen. Und ich habe Borussia Mönchengladbach kennengelernt, weil man am Anfang den Namen des Clubs überhaupt nicht aussprechen konnte. Ich wollte gar nicht, dass er im Verein Fußball spielt. Sehr offen, unglaublich positiver Mensch, der bereit ist, dazu zu lernen, der bereit ist, neue Dinge aufzunehmen. Also rundum ein Junge, den man sich eigentlich wünscht, den man weiterentwickeln kann und natürlich auch noch weiterentwickeln muss. Ist auch klar. Er ist leicht und er feiert. Natürlich gab es momentan auch schöne, oder jetzt zu Beginn der Saison gerade schöne Momente, auch für ihn natürlich mit dem Derby-Sieg oder auch jetzt die Situation in Hoffenheim oder das Spiel zu Hause gegen Düsseldorf, wo er natürlich spielentscheidend war. Das Einzige, was wir im Scouting immer wieder bewerkstelligen müssen, dass wir, wenn dieser Fall eintritt, ein Torgan verlässt uns, ein Ter Stegen verlässt uns, ein Xhaka verlässt uns, vielleicht irgendwann ein Zakaria verlässt uns, wir müssen halt gut vorbereitet sein. c'est 2015 zum ersten Mal wirklich live gesehen bei der U19-Europameisterschaft in Griechenland. Also jetzt kann man sich ausrechnen, wie viele Spiele da wirklich zusammenkommen, wenn du die Nationalmannschaft dazu rechnest und seine Zeit bei Sochaux in der 2. Liga mit dazu nimmst, dann haben wir bestimmt Live-Berichte, sicher über 30. Kommt schon viel zusammen und ist aber ja auch ein Teil unserer Philosophie im Scouting, einfach Spieler richtig gut zu kennen, um einzuschätzen, ist das wirklich ein Spieler für Borussia Mönchengladbach und natürlich auch für unseren neuen Trainer Marco Rose. Das erste Gespräch war mit seinem Papa alleine, der tatsächlich hier war und sich den Borussia-Park angeschaut hat und damals, glaube ich, schon ein sehr, sehr positives Gefühl hatte. Also, wie gesagt, die Gespräche fingen relativ früh an, auch wenn der Transfer dann leider erst im Juli geklappt hat, aber es war eben auf den Verhandlungen auch geschuldet. Aber sportlich war mir relativ schnell klar, dass er ein Ersatz sein könnte für Thorgan Hazard. Just right now, five minutes, and we after 5 minutes then go. Il est venu, je pense que c'était vers février, mars. Papa ist irgendwann im Frühjahr 2019 bei Borussia gewesen. Er hat mir erzählt, dass er eingeladen war. Und wenn Papa sich schon die Mühe macht, sich einen Verein anzuschauen, dann weiß er schon, dass das der richtige Verein für mich sein könnte. Ich kenne meinen Vater. Der fährt nicht einfach irgendwo hin, sondern macht das am Telefon und ruft mich vielleicht hinterher an. Und dann sehen wir mal weiter. Normalement, il est au téléphone, il m'appelle, ouais, un tel, et après on voit. Ich habe neulich mit Markus geredet, weiß ich, dass dort viel Kontakt da ist, dass sie immer wieder Spiele gemeinsam auch auswerten. Und ich glaube auch, dass der Papa von Markus sehr stark daran interessiert war, dass er den Weg zu uns geht, möglicherweise auch aus den Eindrücken des Gesprächs in Paris hinaus. Je rencontre Max et le coach à Paris. Und dann habe ich mich mit Max Eberl in Paris getroffen, zum allerersten Mal. Steffen Korell war auch dabei und auch der Coach Marco Rose war dabei. Ich hatte ein echt gutes Gefühl bei dem Gespräch. Alles lief sehr gut. Und dann war für mich klar, ich gehe zu Borussia. Ça passe très bien. Et à la fin de cette réunion, pour moi, je vais aller au Borussia. Das Schönste war definitiv dieses Treffen mit Marco, weil du einfach sofort gespürt hast, auch Marco hat einen direkten Draht zu Markus. Und
Was immer schön ist, dass es nicht nur eine Einbahnstraße ist, wenn du redest, sondern dass auch viele Fragen kommen, dass der Spieler fragt, ja, was habt ihr mit mir vor, wieso gerade ich, was soll ich spielen, in welchem System, was habe ich für Aufgaben. Aber die Konkurrenz, die war tatsächlich groß, die ist auch hinten raus nochmal größer geworden, weil dann natürlich alle irgendwo noch gesagt haben, komm, wir wollen auf diesen Zug noch aufspringen und wir haben nur eine Chance, wenn der Spieler irgendwann sagt, es ist Gladbach, Guingamp, ihr könnt euch auf den Kopf stellen. Es ist Gladbach und einigt euch mit Gladbach. Das ist ein sehr offener Typ, sehr weltoffen natürlich, Italien geboren, Frankreich jetzt gespielt, jetzt Deutschland, also der auch keine Angst davor hat, ein bisschen Sinnbild für Europa, wenn man so schön möchte. Und wie gesagt, super positiv, glaubt an das Gute, will das Gute haben, lacht sehr viel, tut der Kabine gut, tut der Mannschaft gut. Also nicht nur als Fußballer haben wir dann einen richtig guten Griff getan, sondern eben auch als Typ. Er lacht unheimlich viel und versprüht wirklich richtig gute Laune und deswegen ist er vom Typ her wirklich sehr, sehr erfrischend. And then I won! Depuis qu'il est petit, il a un sourire. Seitdem er klein ist, hat er immer ein Lächeln im Gesicht. Er ist ein Sonnenschein. Ich weiß nicht, wie man das hier wahrnimmt, aber er ist eigentlich immer glücklich und nimmt das Leben, wie es kommt. Il a toujours le sourire, qui est heureux et qui prend la vie du bon côté. Vor den Spielen wirkt er echt immer gelassen, ist auch auf dem Platz immer für einen Spaß gut und ich mag so Typen echt gerne, ne, weil die so verbissen sehen, davon gibt es so viele und so welche, die wirklich locker mit der ganzen Sache umgehen, dass sich selbst und den Rest der Welt auch nicht so ernst nehmen. Das finde ich immer sehr cool und von daher mag ich diese Einstellung, diese Art, die er hat. Oui, les caleçons, les poulines. Ça, c'est un... Ja, meine Unterhosen. Ja, die sind schräg, das mag ich so. Ich mag diese normalen Unterhosen nicht. Ich mag's, wenn da Flammen oder kleine Bären drauf sind. Des ours, enfin, plein de trucs. We're gonna play like this now. Maybe for Jan. Do you sell it? Yes. Can I buy it? 120. 120? Yes. I'll buy it. But if I cannot snap the finger. Ich versuche mich auch im Spiel immer zu transformieren, aber dann fehlt mir einfach der richtige Zauberspruch. Aber manchmal würde ich gerne im Spiel eine andere Form annehmen, aber es geht nicht. I would like to transform every game. Jetzt habt ihr mich angefixt. Here. Can I take them off and put them here? Sure. Just. You don't realize what is this. This is incredible. If I had a house, I would take them and put them on the wall. J'aime bien les bandes dessinées, mais je suis vraiment... Ich mag Zeichentrick, aber am meisten mag ich Animes oder Mangas, zum Beispiel die Avengers aus den Marvel-Comics. Der Charakter Thanos hat einen Handschuh, mit dem er die sogenannten Infinity-Steine sammelt. Diese Edelsteine geben dir große Kräfte, zum Beispiel über die Zeit, die Kraft, die Geschwindigkeit, also unglaubliche Fähigkeiten. La vitesse, enfin toutes les qualités qu'un humain peut avoir. Et donc ça donne le pouvoir ultime. Also das entspricht dir doch. Non. Nein, auf keinen Fall. Das würde mir gefallen, aber so weit bin ich noch nicht. In erster Linie Fußballspieler, der natürlich, wenn man ihn auf den ersten Blick sieht, sehr von seiner Physis lebt, von seiner Körperstatur. Und trotzdem ist er auch ein sehr feiner Techniker, der immer wieder auch Situationen auf engen Raum
lösen kann. Also insgesamt sehr interessant. Wenn er außen durch ist, und er kommt oft außen durch, ist einer der wenigen Spieler, die rechts und links gleich gut vorbeigehen können, was auch eine unfassbare Qualität ist. Und ja, wenn er in dem Tempo ist, dann noch den Mitspieler zu finden. Ich kann darüber nicht reden, weil ich nie in diesem Tempo bin, aber wenn ich dann mal an meiner Endgeschwindigkeit bin, kann ich sagen, ist das schon schwer, und das macht er einfach überragend, und von daher tut er uns sicherlich auch als Spielertyp sehr, sehr gut. Früher war es so, dass die besten Franzosen alle direkt nach England gegangen sind. Heute, glaube ich, und das können ja viele Vereine in Deutschland mittlerweile sagen, gibt es eben sehr viele Spieler, die sich in der Bundesliga sehr wohlfühlen, die eben der Bundesliga einen großen Wert entgegenbringen und dementsprechend auch ihre Entwicklungen vorantreiben können. In Hoffenheim in der Halbzeit will der halt wissen, aber Trainer, erklär mir mal, was können wir denn ändern? Ja, also der ist wissbegierig, der will dazulernen, ja, der akzeptiert auch nicht einfach ein mach so, wie ich dir das sage, sondern der diskutiert halt auch, finde ich gut. Depuis que je suis petit, je veux aller à Clairefontaine. C'est incroyable. Seitdem ich klein war, wollte ich nach Clairefontaine. Clairefontaine ist unglaublich. Das ist das wichtigste französische Nachwuchsleistungszentrum. Auch als mein Vater mit der Nationalmannschaft unterwegs war, schlief er im Schloss von Clairefontaine. Das ist das Paradies. Wirklich, wirklich, wirklich. Als ich dort zum ersten Mal eingeladen wurde, wurde ein Traum wahr für mich. Ich bin jetzt keiner, der sich viel Druck macht. Überhaupt nicht. Ich spiele einfach nur. Und selbst beim Auswahlverfahren habe ich mir keinen Druck gemacht. Aber als ich dann doch zu den letzten 23 meines Jahrgangs gehörte, war das einfach enorm. Mais par contre, quand on m'a annoncé que j'étais dans les 23, c'était énorme. Man muss wissen, dass viele Kinder eines Jahrgangs zur Sichtung nach Clairefontaine eingeladen werden. Etwa 1000 Kinder absolvieren die Tests und Spiele. Und am Ende bleiben nur 23 Spieler übrig. Ich habe tatsächlich nie viel drüber geredet. Als kleiner Junge habe ich die Entscheidungen meines Vaters nicht in Frage gestellt. Das Ausbildungszentrum des französischen Verbands in Clairefontaine bei Paris ist der Traum jedes Jungen. Aber Papa war dagegen. Und ich habe ihm vertraut, weil er sich eben auskennt. Aber ich habe da eine Anekdote, denn in dem Jahr, in dem ich noch nicht im Nachwuchsleistungszentrum in Clairefontaine trainierte, habe ich die größten Fortschritte gemacht, dank meines Vaters. Ich habe die Verantwortlichen in Clairefontaine darum gebeten, Markus nicht anzunehmen. Das war ein schwieriger Moment für ihn. Das nationale Leistungszentrum wollte ihn, aber sein Vater war dagegen. Das war wirklich eine schwierige Zeit für ihn. Ein Jahr später war aber glücklicherweise ein Platz frei, weil einige Kinder seines Jahrgangs nicht in Clairefontaine bleiben durften. Und dann durfte Markus hin. Ich sehe meinen Vater als Vater und nicht als Lilian Thuram, so wie viele andere. Klar, ich weiß, dass er fantastische Sachen im Fußball gemacht hat und ich bin stolz. Aber ich sehe immer den Vater und nicht den Fußballer. Ich habe ihn auf dem Platz beobachtet, ihm Tipps gegeben, ihn bestärkt und auch mal angeschrien. Also so, wie ein Vater das eben macht. Papa hat mich auf dem Platz früh mit der Wirklichkeit konfrontiert, körperlich. Beim Spielen habe ich dann öfter mal einen mitgekriegt von ihm. Er hat mich oft geärgert, das war hart, aber er wusste immer, was er tat. Er wollte mir das beibringen und heute bin ich froh, dass er das gemacht hat. Solche Trainingsgelände gibt es nicht oft. Nicht in Frankreich oder sonst wo auf der Welt. Da sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Trainingsplätze und da hinten geht es ja noch weiter. Normal ist ein Platz pro Mannschaft, das war's. Und hier ist alles grün um uns herum. Wahnsinn. Und ein Hotel haben wir auch hier.
et on a un hôtel. Ils sont magnifiques. Et déjà, Die Fans sind wunderbar hier und wie die singen. Einmal bin ich etwas früher raus ins Stadion, um die singen zu hören. Normalerweise hören die mit Anpfiff mal kurz auf. Die Einlaufmusik bekommen wir gar nicht mit. Also habe ich mich einmal zum Tunnel geschlichen, um zuzuhören und zuzusehen. Das ist einfach zu schön. Ich mag das sehr. In Frankreich gibt es vielleicht noch beim Club von Lens, aber sonst... Hier zum Beispiel gegen Leipzig, Mann, war das laut. Oder beim Flutlichtspiel. Alles leuchtet grün, die Fans schwenken ihre Fahnen, die Fans hier sind fantastisch. les supporters ici sont fantastiques. C'est parce qu'ils m'ont expliqué avant, il y a le supporter qui m'a... Man hat's mir mal erklärt. Ich weiß, dass unseren Fans ihre Fahnen sehr wichtig sind. Und als wir dann in Köln gewonnen haben, habe ich die Kölner Fahne von der Eckfahne genommen und mein Trikot drüber gehängt. Und so bin ich dann durchs Stadion gelaufen. Nur wegen dieser Geschichte. Moi, j'ai enlevé le drapeau de Cologne et j'ai mis le maillot du Borussia. Et c'est pour ça que je l'ai levé et je courais comme ça dans le stade. C'est à cause de cette histoire. Ansonsten haben wir jetzt hier neu Markus Thuram. D'habitude, les entraîneurs, ils... Normalerweise haben Trainer überhaupt keinen Stil. Aber er achtet immer auf seine Kleidung. Das Hemd guckt unten raus und das T-Shirt. Er hat Stil. Wirklich, der hat Klasse, der Mann. Das ist doch besser so. Und er hat wirklich Klasse. Als ich ihn das erste Mal traf, war das bei dem Treffen mit Max Eberl und meinem Vater in Paris. Ich l'ai rencontré, c'était quand on avait été avec mon père voir Max. Ja, ich bin ja jetzt auch noch nicht so alt. Ich habe auch mal Baggy Jeans getragen und habe mal auf ganz lässig gemacht. Ja. Trage gerne Turnschuhe, Jeans, T-Shirt, also alles, was die Jungs jetzt auch so anhaben. Und maß mir da schon an, dass ich dort durchaus noch auch mal am Abend mit den Jungs ausgehen könnte, ohne dass es jemand erkennt, außer er schaut mir auf die Haare oder ins Gesicht und sieht meine Falten. Er ist ein sehr entspannter Typ, mit dem man über alles reden kann. Als Mensch ist er echt cool, aber auf dem Platz ist er ein Verrückter. Er verlangt viel, weil er weiß, dass er viel erwarten kann. Aber wenn wir nichts drauf hätten, dann würde er auch nichts verlangen. Der Trainer ist sehr gut. Er vertraut den jungen Spielern sehr und macht sie besser. Aber die Qualität der Mannschaft hilft uns auch enorm. Wir haben gute Ergebnisse, müssen aber noch weiter an uns arbeiten. Donc aujourd'hui on a des bons résultats, il faut qu'on continue à travailler et pour que ça continue comme ça. Der Europapokal ist zurück in Borussia Bad nach 2-jähriger Abstinenz. Oh, das haben wir echt vergeigt. Wir haben viel mit dem Trainer darüber geredet, aber das war nichts. Das Glück bei Borussia ist, dass unsere Fans beim 0:4 immer noch singen. Und am nächsten Spieltag wieder, von Anfang an. Fans wie hier, sowas gibt's nicht oft. Du verlierst und die singen immer noch. Sowas kannte ich nicht. In Guingamp pfeifen sie, wenn sowas passiert. Même quand l'équipe perd, moi en tout cas j'en ai pas connu, j'en ai pas trop connu. À Guingamp ils sifflent comment ça s'appelle. En plus, on m'a raconté que ça faisait longtemps que le club n'avait pas gagné. Man hat mir erzählt, dass der letzte Heimsieg schon lange zurücklag. Ein halbes Jahr oder so. Und dann kriegen wir ein frühes Gegentor.
Und die Niederlage in der Europa League spukte immer noch in unseren Köpfen. Die erste Halbzeit, die war einfach zum Vergessen. Die zweite war da schon deutlich engagierter. Wir waren in der Düsseldorfer Hälfte und haben ohne Ende gedrückt. Das Tor hing in der Luft. Das habe ich von der Bank aus gemerkt. Die Düsseldorfer kamen kaum mehr raus aus der eigenen Hälfte. Au moins, on allait marquer un but. Après deux, je ne savais pas, mais ça se sentait. Et Düsseldorf, ils sortaient plus de leur surface. On était tout le bloc chez eux, donc voilà. Ich glaube, dass wir ihn draußen gelassen haben, weil er davor einfach viel eingesetzt wurde. Er hat keine richtige Vorbereitung gehabt, musste dann von 0 auf 100. Wir sind vorne jetzt das ein oder andere Verletzungsthema auch nicht überbesetzt. Bedeutet, er musste viel ran, einfach auch, weil er sich qualifiziert hat, weil er es gut gemacht hat bis dahin, weil er ein wichtiger Faktor in unserem Spiel ist. Und trotzdem hat man ihm dann irgendwo auch ein bisschen angemerkt, dass er ein bisschen müde ist, überspielt ist, auch wenn er das nicht gerne zugibt. Deswegen haben wir ihm die Pause gegeben und gegen Düsseldorf war es dann einfach Markus, der für uns die richtigen Entscheidungen in dem Fall getroffen hat und das Spiel mit entschieden hat. Wenn man Potenzial verpflichtet, dann heißt das eben auch, dass eben Erfahrungen gesammelt werden müssen, Erfahrungen gemacht werden müssen. Und das ist eben auch bei Markus der Fall. Das wird auch mal Spiele geben, wo man sagt, heute war es aber nicht gut. Und dann gibt es immer 2, 3, vielleicht, ich möchte nicht herbeirufen, aber vielleicht auch mal 2, 3 Spiele, wo man sagen kann, naja, aber wo ist denn jetzt der alte Markus hin? Und da muss man einfach die Ruhe bewahren. Ich glaube, das haben wir in den letzten Jahren immer wieder gezeigt. Das ist auch eine Qualität, die wir im Club haben. Ich glaube, dass wir da einen richtig guten Griff gemacht haben, charakterlich, fußballerisch, mit viel Potenzial noch. Also da können wir uns schon glücklich schätzen, glaube ich. Der hat in der 2. Liga bei Sochaux angefangen. Das ist ein guter Ausbildungsverein, mit Konaté zusammengespielt, der jetzt in Leipzig ist. Also sie haben sich bewusst auch für den vielleicht auch ein bisschen schwereren Weg entschieden und dann nach Guingamp zu gehen. Und auch von Guingamp kannst du wieder einen ganz großen Schritt machen. Nein, er geht den Schritt halt und macht es bei Borussia Mönchengladbach. Ich glaube, wenn das so weitergeht und seine Entwicklung da Schritt hält, dann gibt es so viele Limits, gibt es dann nicht. Er ist extrem glücklich, weil er seinen Traum verwirklicht. Er weiß, es ist als Profi schwierig, besonders in einem Club mit dieser Vergangenheit, mit solch einem Stadion und solchen Fans. Er kann hier nur glücklich sein. So ist das. Avec un stade comme ça, avec les supporters comme ça, il ne peut qu'être heureux. Voilà.